Hallo zurück hier bei uns bei Power Campers. Ihr habt es bereits unter dem Titel richtig gelesen. Heute geht es um das meistverkaufte Wohnmobil Europas, um genau zu sein, um dieses gute Stück, um den Weinsberg Carra Compact 600 MEG Edition Pepper. Ja, wie gesagt, meistverkaufte Wohnmobil Europas. Das ist ja nicht ohne Grund. Und dieses Fahrzeug gibt es jetzt auch nicht seit gestern, sondern genau seit 10 Jahren. Und deshalb dachte ich mir, machen wir mal ein richtig geiles Angebot für euch. Wir haben tatsächlich noch 2 Stück verfügbar, sofort verfügbar. Und das ist ein Modelljahr 2025 und das lohnt sich doppelt. Modell 26 kostet genauso viel, aber hat deutlich weniger Ausstattung. Dieser Wagen hat ein großes Radio mit 9 Zoll, ein Head-Up-Display, ein Fernseher, eine Internetantenne, ein Cozy Home-Paket und. Das kostet bei dem neuen Modell alles extra. Wie immer arbeiten wir uns einmal um den Wagen herum, starten hier vorne an der Vorderachse. Der Wagen steht auf schicken 16 Zoll Leichtmetallfelgen mit Ganzjahresreifen, natürlich mit Schneeflocken und Bergsymbol, heißt damit darf man nicht nur im Sommer, sondern natürlich auch im Winter bei Schnee fahren. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in Österreich, Italien, Schweiz etc. Wir erkennen auch hier an dem breiten Felgensteg die verstärkte Achse, die verstärkten Felgen und die große Bremsanlage dank des neuen 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebes von Toyota. Vorne sehen wir auch direkt die neue Fiat Ducato Front. Ja, also nicht das alte Modell, sondern ganz neu. Ja, und natürlich auch sehr gut ausgestattet mit 140 PS, wie gesagt Automatikgetriebe, einigen Assistenzsystemen. Erkennt man hier oben an der Kameratechnik in der Frontscheibe. Der Wagen hat das Safety Pack von Fiat, also Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Regen- und Lichtsensor, Müdigkeitserkennung. Also ja, da ist man, sage ich mal, immer sicher unterwegs. Und wie gesagt, komfortabel lässt er sich auch wirklich fahren. Ja, Zugsperrt ist er auch. Reinschauen können wir aber dann gleich einmal auf der anderen Seite. Was ich noch vorwegnehmen kann, ist, der Wagen hat die elektronische Parkbremse. Heißt keine klassische manuelle Handbremse, sondern elektronisch. Hat für euch den Vorteil, ihr spart 9 Kilo an Gewicht. Also ihr habt mehr Zuladung und ihr könnt den Sitz deutlich einfacher, leichter umdrehen, weil die normale manuelle Handbremse nicht im Wege ist. Ja, dann haben wir hier direkt einen Eyecatcher und zwar die Sides Rahmenfenster, die S7, die sind nicht Standard. Die kosten bei jedem Pepper um die 1000 Euro extra, haben wir für euch extra mit dazu bestellt. Sehen nicht nur besser aus, sind auch besser isoliert, einbruchssicherer und wie gesagt flächenbündig in der Seitenwand integriert. Was nicht fehlen darf, und das ist, behaupte ich jetzt einfach mal, auch ein Grund, warum der Pepper so beliebt ist die praktische Servicebox. Hier ist alles vereint. Frischwasser, Abwasser, ich kann meinen Tank hier befüllen, ich kann meinen Tank hier aufmachen für Service zum Reinigen oder zum Tauschen der Pumpe. Ich kann hier den Frischwassertank ablassen, hier den Abwassertank ablassen. Ich kann meinen Strom anschließen, das Ganze durch den Boden durch, sodass mir keiner am Kabel rumfummeln kann. Ich habe hier mein Frostschutzventil für den Winter und hier die Strangsperre, um die Tankheizung ein- und auszuschalten. Und das alles in einer Klappe ist nicht nur smart gemacht, sondern auch idiotensicher, weil du kannst nichts mehr vergessen. Viele Wohnmobile haben hier den Strom, hinten ins Wasser, unten ins Abwasser, innen rein muss ich, um die Frischwassertanks oder den Tank zu entleeren, und eine Isolierung oder eine Heizung für die Tanks haben die gar nicht. Ja? Das ist hier alles Standard, zentral von den großen Concorde, Morelo etc. abgeschaut, also da kann man nichts falsch machen. Hier kommt Frischwasser raus, hier kommt Abwasser raus. Wir sehen auch hier die Isolierhaube. Also wie gesagt, wintertauglich, winterfest, 6 kW Heizung drin. Einsteigen, losfahren, Urlaub machen. Ja, dann haben wir hier einmal die Toilettenkassette. Auch die ist abgesperrt. Ja, das Video wird heute mal ein bisschen knackiger, aber heute geht es ja auch um den Preis. Ja? Den verrate ich wie immer zum Schluss. Der Listenpreis liegt über 82.000 Euro. Der Wagen hat aber alles drin. Ja, was wir auch gleich noch sehen werden, ist die Dachklimaanlage. Und was ich hier noch kurz erwähnen möchte, das ist ein Außenkamin von der Heizung. Da ist nur wichtig, dass man nichts davor hängt, sonst muss man da nichts machen. Sonst, wie gesagt, wie bei jedem Wohnmobil, Toilettenkassette drin, Chemietoilette. Wer sagt, er hätte gerne eine Klesana, ist kein Thema, können wir euch einbauen bzw. umbauen. Und sonst darf das hier nicht fehlen, meiner Meinung nach. Das ist das Fenster hinten links im Schlafbereich. Das Fenster auf der anderen Seite ist standardmäßig, das muss man nicht bestellen. Das hier ist nicht Standard, das haben wir extra dazu bestellt. Wenn du das nicht bestellst, dann hast du halt kein Fenster, dann hast du einfach nur eine Außenwand. Dann können wir hier einmal den schicken Heckleuchtenträger anschauen mit LED-Beleuchtung. Oben drüber die entsprechende Rückfahrkamera und oben sehen wir schon schimmern das GFK-Dach, also ein hagelsicheres Dach. Sprich, da kommt euch die Versicherung auch nochmal mit 20% Nachlass entgegen, also auch im Unterhalt unvernünftig günstig. Dann bitte Bühne frei, Heckgarage, zweimal Garagentür links und rechts. Die Garage hat eine Höhe in der Mitte von 110 cm und links und rechts 118 cm. Der Ausschnitt ist 104 cm
hoch und 80 cm breit. Ja? Genau, oben haben wir eine Steckdose drin, auch ein perfekter Platz für Keile. Auf der anderen Seite, wenn du da nochmal reinfährst, hast du auch nochmal Platz für AdBlue-Kanister oder was auch immer an Equipment. Ja, was man nicht vergessen darf, die Garage ist isoliert, beheizbar und wie schon erwähnt, hat sie auch eine Steckdose. Wir haben eine doppelte Verriegelung oben und unten. Wir haben eine doppelte Abdichtung, eine außen- und eine innenliegende Dichtung. Und wer jetzt fragt, hier, wie schaut es aus mit Anhängerkupplung, die ist vorbereitet, die können wir jederzeit nachrüsten. Genauso wie, wenn gewünscht, ein Thule-Fahrradträger, natürlich auch E-Bike-tauglich, absenkbar, haben wir im manuell und elektrisch lieferbar. Oben die Markise, die war schon immer Standard beim Pepper, ja, und ist es auch heute noch. Und was nicht Standard ist, wie schon erwähnt, sind die Rahmenfenster. Standardmäßig wären die hier. Ja? Das sind die aufgesetzten, mit denen kann ich auch in Urlaub fahren. Aber wenn du das mal von weiter weg zeigst, das Auto sieht halt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so hochwertig aus, nicht so schick aus. Und ihr könnt es euch auch vorstellen, der Wind pfeift hier rein, das ist lauter. Und guck mal, ich kann hier mit den bloßen Fingern das Fenster abreißen oder noch einfacher lautlos mit einem Kugelschreiber oder einem Werkzeug diese Riegel aufschieben und halt theoretisch einbrechen. Ja, also da meiner Meinung nach hier die bessere Wahl. Und was man nicht vergessen darf oder sollte, ist die Premium-Türe. Das ist die Türe mit doppelter Verriegelung, also nicht nur mittig, sondern oben und unten. Das Fenster ist drin, ja, bringt uns einfach mehr Licht, mehr Raumgefühl und eine schönere Optik, sowie einen Regenschirmhalter und die exklusive Tasche hier von Weinsberg. Das Ganze hat auch einen Dämpfer oben, so dass ich die Beifahrertür theoretisch aufmachen kann, ohne dass das kollidiert. Ja. Wir haben extra auch die Einstiegsstufe dazu bestellt und eben hier, ja, die Fliegenschutztüre serienmäßig am Start. Ja, dann würde ich sagen, kannst du direkt einmal reinschauen. Nimm gerne mal Platz, zeig den Leuten mal, was hier abgeht. Aktueller Fiat Ducato, wie gesagt 140 PS, Automatik, Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad, elektrische Parkbremse. Wir haben das große 9 Zoll Media Paket drin mit, wie gesagt, Head-Up-Display und auch entsprechender Camping-Navigation und Rückfahrkamera. Das sind alles Optionen, die kosten in Zukunft extra. Die sind nicht mehr Standard. Ja? Kostet alles extra. Wir haben natürlich eine Klimaanlage drin, Fahrer-Beifahrer-Airbag drin, wir haben viele Assistenten drin und natürlich auch 2 drehbare Sitze. Das ist Standard. Ja, das Ganze kann ich hier auch nochmal zeigen. Schwuppdiwupp und fertig ist das Ding. Ja, hat man sich gleich gemütlich gemacht und ich behaupte einfach mal, das ist auch wieder so ein Punkt, warum das Fahrzeug so beliebt und ja, zum meistverkauften Wohnmobil zählt, weil du setzt dich hier rein, du fühlst dich überhaupt nicht eingeengt. Der Wagen ist nur 6,75 Meter lang. Ein Kastenwagen ist 6 Meter. Der ist nur 75 Zentimeter länger als ein Kastenwagen. Normales Wohnmobil hat 230, der nur 220, also 10 Zentimeter schmäler, 15 Zentimeter breiter als ein Kastenwagen. Und hoch ist er 280 mit der Klima, um genau zu sein, 287, heißt unter der magischen Grenze, unter 3 Meter. Du kommst eigentlich überall durch. Du zahlst keine extra Maut wegen der Überhöhe von über 3 Meter, weil wir sind ja unter 3 Meter. Wir haben einen ordentlichen Tisch, ja, CPL beschichtet, tolle Beschichtung drauf, langlebig, erweiterbar, so dass ich eben hier noch eine Ablage schaffe. Das gleiche auch hier nochmal in grün. Also da fehlt es sich an nichts. Ja. Der Pepper wurde immer weiterentwickelt. Vom Design hat es sich auch immer ein bisschen was getan. Wir haben jetzt schon seit geraumer Zeit hier dieses Signature-Element, also dieses abgerundete. Wir haben hier richtig hochwertige, fette Beschläge. Ja, also da hält auch richtig was aus. Und wenn wir gerade mal reinschauen, ums Eck nochmal, haben wir unseren WLAN-Router, der in unserem Angebot aktuell noch dabei ist, weil ja, wir noch welche haben, aber die neuen Modelle, wie gesagt, haben das nicht. Ja? Daher schnell sein lohnt sich, jetzt zuschlagen, weil wer hier zu lange schläft, hat den Zug verpasst. 3 Flammen Gaskocher ist dabei, Piezo-Zündung, gusseiserner Rost. Wir haben hier Vollauszug Schubladen, wir haben die Fernbedienung für den Smart TV, wir haben die Fernbedienung für die Dachklima, wir haben hier auch die neue Dometic FJX 2200 verbaut. Die kann nicht nur kühlen, die kann auch heizen und den Fernseher, ja, den kann ich wie gesagt ziehen und eben auch entsprechend umschwenken, ja, soweit es halt geht. Und hier kann ich nicht nur Fernsehen, sondern wie gesagt auch YouTube, Netflix, Amazon Prime, alles anschauen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch einmal den Perspektivenwechsel. Du kannst mal gerade auf die Polsterung eingehen, die ist nämlich auch extrem robust, langlebig und ja, ich finde es cool. Dann hier vom Schubladendesign können wir auch gerade noch mal rein, alles kugelgelagert, Vollauszug. Unten haben wir noch mal eine schöne große Klappe für schwere Sachen. Und hier haben wir den Kühlschrank, 142 Liter. Der geht mit Gas, aber auch mit 230 Volt. Wenn er richtig schön vorgekühlt ist, kann ich ihn auch während der Fahrt über Batterie betreiben.
Also ja, da steht dem entspannten Urlaub nichts entgegen. Und was halt hier mega ist, sind diese super komfortablen, langen Betten. Eine durchgehende Matratze, ein durchgehender Lattenrost. Ja. Fenster, wie gesagt, auf beiden Seiten im Schlafbereich. Ich kann das Ganze, erkennt man ja auch an dem Keil, zum großen Doppelbett, zur Liegewiese verbinden. Ich habe auf beiden Seiten diese wunderbaren Schwalbennester, also diese Ablagen. Hier hinten auch nochmal 1, 2, 3 Stauraumfächer. Also auch hier fehlt sich an nichts. Ja. Geht überall viel rein. Dann hier hinten haben wir nochmal USB-C und 230 Volt Steckdose. Und damit uns der Stauraum nicht ausgeht, habe ich euch hier auch noch was eingebaut. Keine Sorge, die sind beleuchtet. Da müssen wir nur die Batterien noch einsetzen in die Lampen. Da habt ihr auf beiden Seiten tolle Schränke. Und hier beim Modell 25 gibt es von mir sogar noch ein Cozy Home Paket on top. Also Kuschel, Kissen, Decken und eine schöne Tischdecke, so dass ihr euch auch wie zu Hause fühlt. Ja? Hier unten haben wir nochmal eine Durchreiche, wenn du gerade mal von oben rein filmst. Da könnte ich dann, wenn es jetzt mal schüttet, ja, wie aus Eimern, theoretisch in die Heckgarage rein, ja, und mir mein Bier holen oder meine Cola. Und sonst auch hier so Kleinigkeiten, Edelstahlgriff, Magnetschloss. Ja, also ich muss nicht oldschool so zumachen, sondern einfach nur zu und fertig ist das Ding. Und ab rein in die Dusche. Ja, wohlgemerkt 6,75 Meter, gerade bei 75 cm länger als ein Kastenwagen. Habe auch eine vollwertige Toilette, die ich hier einstellen kann. Ja, wunderbar. Ich habe hier auch einen Spiegelschrank. Ich habe nicht nur einen, sondern 2 Spiegel. Ich habe hier 3 Ablagefächer. Wie gesagt, hier ein Spiegel und da ein Spiegel. Und duschen kann ich auch. Also ich bin jetzt 1,92 groß, nicht der kleinste, nicht der dickste. Aber ja, so, geht einwandfrei. Machst hier zu die Gaudi. Hoppala, falsch rum. So, und fertig ist das Ding. Einwandfrei. So, dann würde ich sagen, ja, schauen wir nochmal raus. Ja, kommen gleich zum wirklich geilen Angebotspreis. Ja, ich habe es euch schon gesagt, der kostet, ich glaube, über 82.000, wenn nicht sogar über 83.000 Euro. Wir haben hier die geniale iNet X-Steuerung, also ein Panel, wo ich alles steuern kann. Ich sehe hier Ressourcen, Batterien, ja, Tanks. Ich kann hier die Heizung, also die Klima etc. drüber steuern. Ja, und kann auch hier sagen, ich möchte jetzt Licht ausmachen. Einwandfrei. Ja, und wer jetzt sagt, jawohl, der wär's. Ja, allerdings das Design, gibt es da noch was anderes? Ja, da gibt es noch was anderes, zeige ich euch auch noch kurz. Und zwar haben wir das gleiche auch hier stehen. Der ist jetzt schon verkauft, der wird jetzt morgen abgeholt, geht nach Spanien. Der hat von uns auch zusätzlich noch ein paar Extras bekommen, wie zum Beispiel diese HeoSafe-Schlösser. Ist jetzt nichts, was man zwingend braucht, weil wir ja, wie gesagt, die doppelte Verriegelung haben. Nur der Kunde ist König, der wollte es halt eben haben. So, und was jetzt hier der Unterschied ist, dieses Fahrzeug ist nicht 6,75 Meter lang, sondern 6,96 Meter. Hat die Heckleuchten nicht aufgesetzt, sondern in der Heckwand integriert und hat hier eine durchgehende Verblendung. Ja, aufgrund seiner Abmessungen, also seiner Mehrlänge, haben wir auch eine breitere Türe. Ja, haben hier einen weiteren Hocker. Das ist kein zugelassener Sitzplatz, sondern einfach ja, ein Hocker halt, den man dann nutzen kann, wenn man angekommen ist. Und dann kannst du ja gerade mal einmal reingehen bitte und den Leuten so eine kleine Roomtour geben. Der Wagen, wie gesagt, ist länger, aber nicht breiter, auch nicht höher. Er ist einfach vom Design noch etwas, ja, ich würde mal sagen, moderner und hat, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten mehr, kostet aber auch um die 4.000 Euro Aufpreis. Ja, einfach, dass ihr mal eine Hausnummer habt. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Vergleichsvideo sehen möchtet. Ja, Weinsberg Pepper, also das meistverkaufte Wohnmobil Europas, versus den Knaus Vensation, ja, den Bruder oder die Schwester, nenn es wie du möchtest. Und von dem her würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zum Pepper. Knapp 83.000 Euro Listenpreis. Ich mache es kurz, bei uns bekommt ihr dieses Fahrzeug einmalig für nur 69.997 Euro brutto. Ja, da kommt nichts mehr dazu. Dann bekommt ihr den Wagen so, wie er hier steht, wenn ihr euch schnell entscheidet. Wenn ihr zu lange wartet, habe ich den nicht mehr, dann kriege ich den neuen, Modell 26, aber, ich wiederhole mich gerne, der hat kein großes Radio, der hat kein Head-Up-Display, der hat keinen Fernseher, der hat keine Internetantenne, der hat kein Cozy Home Paket und noch ein paar Sachen weniger, kostet aber das Gleiche. Ja, von dem her macht es Sinn, sich jetzt zu entscheiden, jetzt zuzuschlagen und auch jetzt noch damit was anzufangen, weil ein Wohnmobil, wie soll ich sagen, das kann man nicht nur im Sommer fahren, das kann man immer fahren, man kann auch einfach dahin fahren, wo es schön ist. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall raten, mich anzurufen, mal auf die Website zu schauen oder auch unten die Details in der Videobeschreibung abzuchecken. Da findet ihr, wie gesagt, auch den Link zu unserem mobile Bestand. Da seht ihr genau, was haben wir denn gerade noch da. Wenn ihr Glück habt, haben wir noch.
Wenn nicht, haben wir vielleicht noch den Knaus. Der Knaus, wie gesagt, der kostet irgendwo 85.000 Euro Listenpreis. Das ist übrigens das gleiche Fahrzeug hier. Und den kann ich euch anbieten für nur 73.997. Ja, der ist von der Ausstattung exakt gleich. Der hat auch 140 PS Automatik, auch eine Dachklima, auch Assistenten. Also 1:1, ja, nur halt kein Weinsberg, sondern Knaus, 4.000 Euro mehr. Ja, könnt ihr euch entscheiden. 696, 675. Ich tue mir da schwer. Ja, auf der einen Seite hätte ich es gern kompakt, auf der anderen Seite stehe ich auch auf Schnickschnack. Ja, muss ich mal drüber schlafen. In diesem Sinne, schlaft nicht zu lange, meldet euch bei uns und bis zum nächsten Video.